Die Krise schreibt manchmal die verrücktesten Autogeschichten. In dem Fall war es die Krise von Porsche Anfang der 90er Jahre, die dazu geführt hat, dass Porsche einen Mercedes entwickelt und teilweise auch gebaut hat. Einen Super-Mercedes, den 500e. Tatsächlich ein super Sportwagen in der zurückhaltenden Karosserie der ganz normalen E-Klasse. Seine Geschichte, seine Technik, das Fahrgefühl, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Kommt mit. Für den Laien ist das ein ganz normaler W124, so wie er damals auf jedem Prokuristenparkplatz stand. Der Insider sieht natürlich, dass sich da ein ganz spezielles Auto schnell im Rückspiegel nähert. Man erkennt es daran, dass der Vorderwagen etwas breiter ist. Es sind nur 56 mm. Die Karosserie ist etwas tiefer, 23 mm. Man erkennt es daran, das hier sind keine Nebelscheinwerfer, sondern Fernscheinwerfer. Man erkennt es an den 16 Zöllern, das war damals noch eine Ansage. Ja, es war noch nicht die Zeit der 18, 19, 20 Zöller gekommen. Woran man es nicht erkennt, es gibt keine Spoiler, es gibt keinen reißerischen Auftritt. Nichts erinnert an damalige Tuning-Autos. Absolute Dezenz war damals ganz oben angeordnet im Lastenheft. Als Mercedes den 500e im Herbst 1990 vorgestellt hat, war er schon ein relativ altes Auto. Das heißt, den W124 gab es schon 6 Jahre lang. Heute würde man schon von einem Auslaufmodell sprechen. Und tatsächlich war der W124 nicht für einen Achtzylindermotor vorbereitet gewesen. Es war so gewesen, während der Entwicklungszeit in den frühen 80er Jahren, vorgesehen war der Vierzylinder, vorgesehen war auch der Sechszylinder und lange Zeit war der 300e mit anfangs 180 PS, später dann 225 PS für die meisten Kunden schnell genug. Aber dann kam ein Cut. 1988 hat BMW den neuen M5 vorgestellt, damals mit 300 PS. Und das war natürlich eine Kampfansage gegen Mercedes. Mercedes musste dann nachziehen mit einem Sportmodell, das in diesem Fall dem 500e, und zwar mit Hilfe von Porsche. Das war damals ein Deal, der auch mit politischer Hilfe eingestielt worden ist. Der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat interveniert und hat bei Mercedes gebeten, dass man Porsche ein bisschen unterstützt. Mercedes hatte sowieso keine Entwicklungskapazitäten damals, weil die neue S-Klasse W140 in der Vorbereitung war. Und so hat es sich sehr, sehr gut gefügt, dass Mercedes den Entwicklungsauftrag für den 500e an Porsche in Weissach vergeben konnte. Die haben dieses Auto dann, insbesondere den Vorderwagen, komplett umkonstruiert, um den großen V8-Motor des 500 SL unterzubringen. Und letzten Endes hat Porsche dieses Auto auch gebaut, weil sich gezeigt hat, der Vorderwagen, der leicht verbreitete Vorderwagen, war zu breit geworden für die Produktionsstraßen in Sindelfingen. Und so wurde aus dem Porsche-Entwicklungsauftrag auch ein Porsche-Produktionsauftrag und sicherlich eine der bemerkenswertesten Geschichten in der deutschen Autogeschichte, weil ständig Lastwagen zwischen Sindelfingen und Zuffenhausen unterwegs waren und Rohkarossen hin und her gefahren haben, um dieses Auto produzieren zu können. Das heißt, die Produktion eines 500e hat 18 Tage gedauert. Die Rohkarosse wurde gebaut bei Porsche, dann wurde lackiert in Sindelfingen, dann wurde bei Porsche wieder ein Motor eingebaut und die Endkontrolle war in Sindelfingen. Also wirklich ein epischer Aufwand. Jetzt müssen wir uns natürlich in den Anblick dieses unglaublichen Motorraums versenken. Und bei der Erklärung der Technik habe ich hier einen Gast, das ist der Felix, der sich seit vielen Jahren um die Wartung dieses Autos kümmert. Felix, mach mal auf, lass uns doch mal schauen, was uns da erwartet. Und da haben wir natürlich beim W124 die hervorragende Wartungsstellung der Motorhaube, die wirklich den freien Blick auf diesen Motorraum erlaubt. Ist ja auch Mercedes-typisch, ne? Das ist immer sehr schön. Perfekt. Also da sehen wir ihn nicht in seiner ganzen Schönheit, weil er hat natürlich schon eine Kunststoffabdeckung drauf. Ja, es war halt Anfang der 90er Jahre so, aber wir sehen natürlich einen Jahreswagenzustand. Felix, wie kommt das, der so unberührt ist? Ja, wir haben halt hier ein Auto mit sagen und schreiben 52.000 Kilometern. Der ist halt bei uns in der Familie in Sammlerhand und da wird halt drauf geachtet, dass das so bleibt. Ne? Es ist mittlerweile deutsches Kulturgut fast und dementsprechend achtet man da schon drauf. Also Wartung und Pflege muss dann sein und dementsprechend kann man es dann halt auch so erhalten. Ne? Das heißt, er ist völlig unrestauriert, es ist auch noch nichts ausgetauscht. Das heißt, er hat nur Wartung gesehen bisher. Genau, genau.
Ich bin ja kein großer Schrauber, aber wenn ich in diesen Motorraum schaue, dann kriege ich erst mal Angst und frage mich um Himmels Willen, wie ist es, wenn wirklich mal was kaputt ist oder eine große Inspektion ansteht? Kannst du mir die Furcht nehmen? Ja, also jetzt wartungstechnisch ist das Ganze schon relativ simpel. Ne? Die große Plastikabdeckung, die du hier erwähnt hattest, ist zum Beispiel schon gleichzeitig auch der Luftfilterkasten. Den kann man halt auch ziemlich schnell auch wieder mit ausbauen. Dementsprechend kommt man dann schon an die Wartungssachen relativ gut dran. Kniffliger wird es dann eher, wenn es dann so Richtung Zündkerzen oder wenn man mal an die Krümmer ran muss oder an die Klimaleitung irgendwas hat. Da wird es dann schon ein bisschen kniffliger. Aber das hat man bei den modernen V8-Motoren halt auch, dass es dann halt bauraumbedingt einfach hier an den Seiten sehr eng wird. Es muss ja ein epischer Aufwand gewesen sein, den Vorderwagen so umzukonstruieren, dass der 5-Liter-Motor des 500 SL reinpasst. Was meinst du, entspricht das alles dem Präzisionsanspruch der Marken Porsche und Mercedes oder haben die auch ein bisschen improvisiert? Nee, also es ist ganz klar der höchste Anspruch von Mercedes und auch von Porsche gewesen. Und umgangssprachlich Fusch findest du hier an diesem Auto nicht. Ne? Der gesamte Vorderwagen wurde um 56 mm verbreitert. Also das ist alles in sehr, sehr, sehr schöner Arbeit vollendet worden. Und der Motor sitzt tiefer, glaube ich auch. Genau, der Motor musste tiefer gelegt, also tiefer gesetzt werden als beim SL zum Beispiel. Das ist ja der Motor aus dem SL. Und dementsprechend musste der Motor halt einfach tiefer, damit er hier überhaupt reinpasst. Besonderheiten sonst aus deiner Sicht? Ja, Besonderheiten auf jeden Fall ist die Ansaugung. Die Ansaugung haben wir auf beiden Seiten direkt hinter den Scheinwerfern, was ich so tatsächlich auch noch bei keinem anderen Modell bis jetzt gesehen habe. Und dann haben sie trotzdem aber noch das alte 4-Stufen-Automatikgetriebe verbaut. Genau, beim 500e bzw. E500 haben sie bei der Viergang-Automatik noch eine andere Übersetzung mit drin, was einfach daran liegt, dass dieses Auto halt auch 250 km/h fahren sollte und es tut es auch. Ja, Ne? aber rein rechnerisch, ich habe mal irgendwo gelesen, der 400e wäre rein rechnerisch schneller gewesen, wenn man ihn nicht abgeregelt hätte. Stimmt das? Genau, das ist auch richtig. Und, Durch die Übersetzung, oder? Genau, genau. Der 400e war also tatsächlich das Double mit der schmalen Karosserie und dem kleineren 8-Zylinder-Motor, das tatsächlich damals 50.000 € weniger gekostet hat als der 500e. Aber die Leute haben trotzdem den 500e gekauft, was natürlich für die Faszination des Autos spricht. Genau, und der Witz dahinter, beim 400e ist es natürlich auch der gleiche Motor. Also es ist der gleiche M119. Hier haben wir halt einen M119 E50 und beim 400er ist es halt einfach nur ein 4-Liter-Motor. Ne? 4 Liter V8 in dem Fall dann. Und jetzt würde ich sagen, sofort fahren, oder? Sofort fahren. Sofort fahren. Ja, cool. Dann machen wir ihn zu und dann, ich bin gespannt. 326 PS und 480 Newtonmeter Drehmoment, die praktisch immer zur Verfügung stehen. Das war Anfang der 90er Jahre natürlich eine Macht. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie sich das im heutigen Straßenverkehr anfühlt. Deshalb starten wir zu einer kleinen Fahrerprobung. Dieses Video wird unterstützt von Classic Data. Das sind die Spezialisten für die Wertermittlung von Oldtimern und Youngtimern. Das heißt, wer wissen will, was so ein 500e oder auch ein 400e oder jeder andere W124 heute kosten darf oder wer sein Auto von Sachverständigen checken lassen möchte, einer von 400 Classic Data Bewertungspartnern ist immer in der Nähe. So, dann schauen wir mal. Guckt euch das an. Ja, guckt euch das an, wie am Gummiband gezogen. Und jetzt muss ich schon wieder bremsen, weil ich sonst wahrscheinlich im Wartezimmer der MPU sitze irgendwann, wenn ich die Möglichkeiten ausnutze. Das will ich natürlich nicht. Leute, wir bräuchten jetzt hier Big Sky Country Autobahn. Wir müssten jetzt einfach in einem durchfahren, mal mindestens bis zum Bodensee.
Dann gibt es noch etwas, was einem heute für dieses Auto einnehmen kann. Das ist wirklich die Laufkultur des Motors. Ich habe hier keinen künstlich generierten Sound, keinen Klappenauspuff, kein irgendwo im Studio komponiertes Röhren. Ich habe einfach einen Motor, den ich nicht höre und der dann doch, wenn ich ein bisschen Gas gebe, ganz schön ins Schmettern gerät. Das ist ganz, ganz toll, nämlich so. Ja, dann meldet er sich doch mit einem Knurren. Die Art und Weise, wie er Leistung aufbaut, wirklich wie am Gummiband gezogen, das ist noch heute sehr, sehr faszinierend. Natürlich könnte man theoretisch einen 500e noch immer im Alltag fahren, wenn man mit dem Verbrauch, der irgendwo zwischen 14 und 20 Liter liegen wird, im Schnitt irgendwie zurechtkommt. Aber vom Fahrkomfort, von der Laufkultur, vom jederzeit abrufbaren Drehmoment, ist es noch immer ein sehr, sehr faszinierendes Auto, dessen Möglichkeiten wir hier auf niedersächsischen Landstraßen tatsächlich nur zu kleinen Teilen abrufen können. Automotor und Sport hat damals geschrieben, dass der Mercedes 500e sich immer noch schneller anfühlt, als er eigentlich ist. Das bezog sich damals auf die Enttäuschung der Tester, dass er die Werksvorgabe 0 auf 100 in 6,1 Sekunden nicht gehalten hat. Die haben damals in Stuttgart immer so 6,7, 6,8 Sekunden gebraucht. Aber in der Tat ist das heute, wenn man mit so einem 500e unterwegs ist, immer noch sehr, sehr beeindruckend. Und man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht, ohne es zu merken, den halbwegs legalen Bereich auf einer deutschen Landstraße verlässt. Wow, lasse ich es aber gut sein. Das alles vollzieht sich übrigens mit einer relativ antiquierten Automatik. Das ist eine 4-Stufen-Automatik, die sich zwischen Economy und Sport umstellen lässt. In Wirklichkeit ist es natürlich vollkommen unbedeutend, in welcher Stellung man fährt. Auch in der Economy-Stellung ist er natürlich immer druckvoll und schnell genug. Insbesondere im Überlandbetrieb. Und tatsächlich, also das stämmige 480 Newtonmeter Drehmoment hat damals auch diese 4-Stufen-Automatik noch ausreichend erscheinen lassen. BMW hat im M5 schon eine 5-Stufen-Automatik auf Wunsch angeboten, aber da war Mercedes tatsächlich bis zuletzt beim 500e sehr konservativ. Ich habe immer nur diese 4-Stufen-Box. Das ist ganz wunderbar, wenn man heute, also auch wenn die Straße ein bisschen schlechter wird, wie souverän sich dieses Auto wirklich über Aufbrüche und Flicken im Asphalt und über Fugen hinwegsetzt. So wirklich ein Beispiel dafür, dass auch ein sehr schnelles und sehr sportliches Auto mustergültig komfortabel sein kann. Also etwas, was es heute kaum noch gibt. Richtig schnelle Kurven haben wir hier nicht, aber man merkt, wenn man mit dem Wagen tatsächlich in eine Kurve sticht, dass er sehr, sehr vital und neutral wirkt. Automotor und Sport hat damals geschrieben, gutmütig wie ein Märchenonkel, was tatsächlich bewundernd war. Der Autor war Werner Schroff, den kannte ich noch als Testerkollegen, also jemand, der auch auf Missstände unnachgiebig draufgeschlagen hat. Also das war sicherlich eine Auszeichnung damals, die Gutmütigkeit eines Märchenonkels bei einer Sportlimousine. Also viel mehr konnte man Anfang der 90er Jahre in einem Testurteil, glaube ich, nicht erreichen. Ja, was für ein tolles Auto. Aber objektiv natürlich innen ein Mercedes wie alle anderen auch Anfang der 90er Jahre. Wir haben hier das relativ große Airbag-Lenkrad. Wir haben Sportsitze, die sind speziell für den 500e damals entwickelt worden, haben aber offen gesagt nicht besonders viel Seitenhalt. Wir haben hier die klassische Armaturenbrettanlage à la W124, noch mit dem Öldruckmanometer, Tacho bis 260. Das gibt natürlich einen Hinweis, was für ein Auto das ist. Die Wurzel-Nuss-Täfelung der Mittelkonsole damals, ganz typisch, das Becker Mexiko-Radio. Also es gibt nicht vieles, was den 500e von einem 230e Vierzylinder unterscheidet, aber eines, nämlich die Einzelsitzanlage im
Form. Das war der Tatsache geschuldet, dass das Differential des 500e größer war als bei den normalen 4- und 6-Zylinder-Modellen und kein Platz für eine durchgehende Sitzbank da war. Deshalb 2 Einzelsitze da hinten, was natürlich sportlich wirkt, in Wirklichkeit aber tatsächlich einem Sachzwang geschuldet war. Ja, wenn dieser jungfräuliche Mercedes 500e zu verkaufen wäre, was er nicht ist, dann wäre er der ideale Kandidat für die jungen Klassiker auf der Bremen Classic Motor Show. Das sind Autos im Originalzustand mit weniger als 100.000 Kilometern, die zu verkaufen sind. Die jungen Klassiker, das nächste Mal vom 2. bis 4. Februar auf der Bremen Classic Motor Show. Je weiter man nach hinten kommt, desto unspektakulärer wird der 500e. Das war natürlich reine Absicht. Es sollte keine Spoiler geben, wie bei den 190er Modellen. Das war ganz klar, das Auto sollte unauffällig aussehen. Viele Kunden haben deshalb auch den 500e-Schriftzug abbestellt. Er bekennt sich zu seiner Kraft, aber es gab bei Mercedes traditionell den Code M260, der es ermöglicht hat, das Typenkennzeichen auf dem Heckdeckel einfach wegzulassen. Und davon haben die meisten 500e-Fahrer auch Gebrauch gemacht. Und tatsächlich, die meisten haben auch schwarz oder silber oder grau und eine unauffällige Farbe bestellt. Heute ist es kaum noch glaubhaft, aber es gab einen 500e auch in Paillettrot Metallic oder in Rauchsilber oder in Bonit Metallic, also klassischen Modefarben der frühen 90er Jahren. Nur der 500e-Fahrer hat sie kaum bestellt. Und am Ende gibt es dann doch noch ein spektakuläres Detail, aber dafür muss man tatsächlich in den Kofferraum abtauchen, denn der 500e hat auch einen komplett neuen Kofferraumboden bekommen, weil damals hat man den Oberklasse-Kunden noch kein Tire-Fit in den Kofferraum gelegt, sondern selbstverständlich kein Notrad, sondern ein echtes Reserverad angeboten. Und das hatte ja 16 Zoll. Und deshalb musste der komplette Kofferraumboden neu konstruiert werden, um das große Reserverad unterzubringen. Das zeigt natürlich auch, mit welcher Gewissenhaftigkeit damals solche Fahrzeuge konstruiert wurden. Der Controller hat wahrscheinlich damals schon in die Tischkante gebissen, aber es haben sich die Techniker durchgesetzt. Auch das ist Vergangenheit. Es ist verrückt, wie schnell 30 Jahre vorbei sind. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mir als Jungredakteur damals beim Mercedes-Händler Neubeck in Speyer in der Pfalz den Prospekt zum 500e geholt habe, mit der Titelzeile Feuer und Seide. Für mich bis heute wirklich die 3 Worte, die das Auto am besten charakterisieren. Ich habe damals einen 300D gefahren, W123 mit 88 PS, habe vom 500e geträumt. Heute durfte ich ihn fahren und für mich ist völlig klar, wenn mich jemand fragt, Mercedes oder Porsche, dann würde ich ihm antworten, beides, nämlich diesen Super Mercedes der 90er Jahre. Das ist für mich bis heute echtes Traumauto. Ja, auf unserem Kanal der Bremen Classic Motor Show zeigen wir euch viele andere Videos, auch von großen Mercedes-Klassikern, dem 450 SEL 6.9 zum Beispiel, dem Super Mercedes der 70er Jahre. Und wir waren auch unterwegs mit 2 W123 T-Modellen auf der Einfahrbahn des Mercedes-Werks in Bremen-Sebalsbrück. Schaut doch mal rein.